Leute, willkommen zurück zu Frostpunk. Ja, wie soll ich sagen? Es sieht noch gut aus. Noch sieht es gut aus. Wir haben in der letzten Folge angefangen, Gebetshäuser zu bauen. Wir gehen jetzt auf Zweck und nicht auf Ordnung. Mal schauen, wie das funktioniert. Weil ich habe so das Gefühl, dass irgendwie Ordnung so dieser Regimeweg ist. Wie heißt's? Und beheizen wir einige Unterkünfte. Ja, das sind wahrscheinlich dann. Was könnte das sein? Eigentlich alle. Wir könnten sagen, wir gehen auf Dampfstufe 2. 2 Tage lang beheizen. Es wird gerade aktuell nicht kälter. Ich würde sagen, das machen wir. Wir gehen gerade einmal höher. Und dann mal gucken, was jetzt sagt. Genau, das müssen wir jetzt einfach nur eigentlich halten. Kohleverbrauch sieht natürlich dann schlecht aus. Hier liegen so viel Kohle, da ist Stahl. Ich würde sagen, Gebetshäuser gebaut, die Hoffnung steigt, okay, das ist gut. Wir haben ein paar Kranke, einer, der Hunger hat. Ich würde mal ganz kurz sagen, damit wir diese beiden Dinge hier noch wegbekommen, baue ich hier mal ganz kurz Straße raus und eine Sammelstelle, damit ich dann dort und ich muss das habe ich komplett vergessen gerade. Meine Späher loszuschicken. Da hänge ich mit hinterher. Aber ganz, 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 ganz stark, wirklich. Oh je, oh je, oh je, oh je. Wir haben schon Tag 15 und wir haben noch nichts im Frostland erforscht. Das könnte uns das Genick brechen. Wir haben Kranke, okay. Wir müssen leider wieder auf Suppe umstellen. Weil die Nahrungsproduktion sieht auch wieder schlechter aus. Wir haben 3 Jagdhütten. Die Frage ist, wo sind wir gerade am Forschen dran? Sammelstellen, Wärmedämmung, okay. Danach würde ich gerne auf wahrscheinlich fliegende Jäger gehen. Die bringen nämlich 30 Rohnahrung pro Tag. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr effizient. Oder das Treibhaus, aber das weiß ich nicht, wo ich es hinstellen soll. Gut. Kohle sinkt natürlich gerade. Hier stelle ich jetzt 5 rein. London erhalten Zulauf. Ja, das kann man aber ändern. Die Kranken, also die Schwerkranken werden hier versorgt. Das ist nicht das Problem. Wie sieht die Bilanz in Sachen Kranken aus? Also aktuell werden mehr behandelt als wir Kranke haben. Also das können wir kompensieren, das ist nicht das Problem. Hier liegen 2 Leute, die gestorben sind anscheinend. Hier ist einer krank geworden wahrscheinlich. Ja. Wir könnten eine Predigt halten. Sollen wir das tun, Leute? Ich würde sagen, wir halten mal eine Predigt, mal gucken, was das bringt. Okay, also das wirkt auf alle aus quasi, okay. Aber stellen Hoffnung wieder her. Okay, aber gut geworden. Ist gut geworden, finde ich. So, wie sieht jetzt die Kohle aus? So lala. Also wir müssen, nachdem wir Sammelstelle Wärmedämmung erforscht haben, müssen wir Nahrung machen und dann Kohle. In der Reihenfolge. Fliegen die Jäger und dann Kohle. Weil die Kohle geht uns, wir haben 17 Stunden noch und das hier geht, ja, einen Tag noch. Ein Tag und 10 Stunden. Wir müssten... Hier sind halt nur 5 Leute, die angestellt sind.
Kann ich irgendwo... Was brauchen wir gerade nicht? Wir bräuchten Stahl, bräuchten wir gerade nicht. Schließe ich dieses Stahlwerk und packe dafür die 10 Leute hier rein. Dann haben wir plus Kohle. Das ist gut. Das ist sehr gut. Seht ihr, Leute, Micromanagement zahlt sich aus. Kinderhelfen in medizinischen Einrichtungen. Pause. Liegen die Jäger. Wie warm ist jetzt hier? Hier ist jetzt kühl. Okay. Also bei minus 40 Grad mit Gebäudeisolierung von der Sammelstelle ist hier kühl. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Hier ist kalt. Jetzt haben wir natürlich wieder Kohle erhöht, aber wir können es so kompensieren. Noch, wohlgemerkt. So. Wir haben 90 Rohnahrung aktuell. Rohnahrung ist halt wirklich das Nächste, was wir machen müssen. Ich habe das Ding ja schon umgestellt auf Suppe. Weil, ja. Bleibt das hier stehen. Ja. Erstmal die Wiedergeburt des Glaubens. Sir, die Einwohner haben angefangen, das Gebet zu besuchen. Es sind noch nicht viele, aber es könnte der Beginn von etwas Besonderem sein. Anscheinend haben sie wirklich einen geeigneten Ort für ihre Gebete gebraucht. Das ist gut. So, Roboter-Schutzraum erforschen. Nehmt die Rohstoffe. Essensrationen. Essensrationen sind wichtig. Ich sage, wir gehen Absturzort und dann wieder zurück zur Stadt. Oder die Stahlbrücke. Nein, stopp. Ihr geht zur Stahlbrücke, damit wir den Automaton bekommen. Weil den brauchen wir nämlich ganz dringend. Und dann gehen wir zurück zur Stadt. Obwohl, die haben halt sehr viel Essensration dabei. Das könnten wir brauchen. So, was können wir als nächstes machen? Schreine. Das Beten in Schreinen gibt den Einwohnern die Kraft, die sie für die täglichen Verrichtungen ihrer mühseligen Arbeit benötigen. Neues Gebäude durch Schrein. Schreine steigern die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe arbeiten. Schreine steigern die Effizienz in nahegelegenen Arbeitsplätzen. Du musst 3 Schreine bauen. Okay, klingt ja nicht mal schlecht. Das klingt jetzt nicht schlecht. Das ist quasi wahrscheinlich das Gegenstück dann zu den Lautsprechern, die man aufstellen kann. Abendgebete. Neue Fähigkeit, Abendgebete. Erstmal. Wir werden uns treffen und gemeinsam beten, um nicht nur unsere Körper, sondern auch unsere Seelen zu erwärmen. Neue Fähigkeit, Abendgebete, Gebets- oder der Tempel. Jeder Einsatz steigert die Hoffnung und bringt eine geringe Chance, einen Londoner zum Bleiben zu bewegen. Okay. Ich würde sagen, die Schreine klingen ganz gut. Das heißt, die erhöhen die Effizienz. Das heißt, ich würde einmal hier einen hinbauen. Dann habe ich die beiden Sanitätsstationen und die Werkstätten abgedeckt. Ich würde einmal bei der Kohle. Tue ich beim Stahl einen hin oder tue ich dort was hin? Holz ist eigentlich gut. Holz sieht gut aus. Ich tue beim Stahl eins hin. So. Sieht doch gut aus. Sieht doch wirklich gut aus. Zack. Die haben jetzt eine erhöhte Effizienz, oder wie? Eine Arbeitskraft liefert 20% plus 4 Modifikator nahe eines Schreins. Ja. Wenn ich jetzt noch einen Schrein dahin baue, geht das dann noch höher? Ich hab keine Ahnung. Habe ich irgendwo Heizung? Da bräuchten wir eigentlich keine Heizung. Schreine gebaut, Hoffnung steigt wieder. Das ist gut. Die Londoner gewinnen gerade an Zuwachs. Okay, also aktuell sieht's noch gut aus. Ich würde halt wirklich gerne heute die fliegenden Jäger fertig machen, damit ich die hier upgraden kann. Automaton zur Stadt senden. So, zack. Und ihr kommt dann jetzt zurück, damit die ganzen Rohstoffe weg können. Die Hoffnung sinkt leicht, ja. Aber hey. Ein Hauch von Hoffnung. Sir, die Leute haben damit angefangen, persönliche Amulette, Perlen und handschriftliche Gebete als
Weihgaben bei den Schreinen zu lassen. Es scheint ihnen dabei zu helfen, in diesen schweren Zeiten eine positive Stimmung zu bewahren. Ich freue mich, das zu hören. Gut, 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 gut. Dann Essen sieht halt immer noch bescheiden aus. Wir bräuchten ein bisschen mehr. Also für 23 bräuchten wir mehr. Kohle sieht gerade super aus. Kohle. Also Kohle machen wir aber gerade wirklich sehr, sehr viel. 200 plus. Das liegt an den Schreinen. Da merkt man mal, diese Schreine, wie viel machen die Unterschied? 108 effizient hier. 120 hier, also wow. So, fliegende Jäger. Upgraden. Ich bin überlegen, ob ich die hier lassen soll oder ob, weil ich hier gibt's Kohle. Da gibt's Holz, da gibt's Holz. Hier gibt's nochmal Kohle. Nee, dann würde ich sagen, ich baue. Hier gäbe es ja für einen Außenposten Zeug. Ich baue es jetzt einfach gerade mal so. Dann haben wir das nämlich. Und dann zur Not reiße ich die ab und baue die wieder woanders hin. Dann baue ich die zur Not irgendwo hier hin, wenn ich das ganze Holz hier abgeerntet habe. Anpassung. Brauchen wir da was aktuell? Prothetik. Wir haben gerade aktuell keinen, der irgendwie irgendwas braucht. Könnten ein Wirtshaus bauen. Wäre eine Möglichkeit. Ich würde aber gerade gerne mal gucken, was beim Zweck Neues dazugekommen ist. Feldküchen. Jede Feldküche wird Einwohner, die in der Nähe arbeiten, mit heißen Mahlzeiten versorgen, um sie warm zu halten. Neues Gebäude Feldküche erhöht die Temperatur von Arbeitsplätzen in der Nähe um eine Stufe. Brauchen wir aktuell eigentlich noch nicht. Ich würde die was Haus der Heilung. Aha. Die Gläubigen, die im Haus der Heilung arbeiten, heilen nicht nur die Kranken, sondern beten auch für sie und geben ihnen Hoffnung. Neues Gebäude Haus der Heilung. Das Haus der Heilung erfordert keine Ingenieure, es versorgt die Schwerkranken und verleiht ihnen, was allen Patienten einen kleinen Hoffnungsbonus. Du musst ein Haus der Heilung bauen. Im Haus der Heilung werden Einwohner langsamer als im Krankenhaus geheilt. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich würde die Abendsgebete nehmen. Das klingt besser. Und das, ja, passend, da wir gerade Abend haben. Abendgebet. Geht jetzt hier wieder nicht, ne? Ja. Das kostet Essen. Warum kostet das Essen? Das kostet nicht Essen. Abendgebet kostet Essen. Da wird's Brot gebrochen. So. So, das haben wir erforscht. Dann würde ich sagen jetzt, ich habe gesagt, jetzt gehen wir auf Kohleabbau. Und dann bauen wir hier Kohle hin oder dort. Ich würde wirklich sagen, hier baue ich erstmal Einwohner oder Zelte hin. Ich muss gucken, wie ich die Einwohner ansammle. So, ich würde aber gerade mal... Wir machen natürlich jetzt gerade nichts an Plus, was Essen angeht. Doch, jetzt. Hoffnung gebaut. Hoffnung steigt, das ist gut. So, die bringen jetzt 30. Das ist ja schon mal gut. Boah, jetzt haben wir aber mal Essen. So, ihr geht jetzt zum Absturzort. Der Automatin kommt ja auch bald an. So. Geschlossen zu dieser Tageszeit, das ist okay. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Wir haben Holz ist gerade voll. Dann würde ich sagen, wir nehmen die Leute aus dem Holz gerade mal raus. Wenn wir das nicht brauchen, die kann man dann woanders einsetzen. Hoffnung kehrt zurück, das ist schön. Wie zum Beispiel hier kann ich Leute einsetzen dann. Ich könnte sagen, ich setze im Stahl Leute ein. Wenn ich jetzt sage, ich mache hier die Heizung an und da die Heizung an, wirkt sich das groß auf unseren Kohleverbrauch aus? Aktuell nicht. Arbeiten. Nö, wirkt sich nicht aus. Ja, das sind halt... Wie viel verbraucht einer? 1
pro Stunde. Ja gut, okay. Es kommt dann hin. Da geht's dann noch gerade so dann. Holz ist halt wirklich voll. Holz ist rappelvoll gerade. Das heißt, wir müssten mal gucken, was man so... Ich würde Baracken als nächstes gehen, nachdem ich Kohle gemacht habe. Und die Nahrung sind sie halt noch nicht zurückgekehrt. Jetzt ist da was zurückgekehrt, okay. Machen wir jetzt ein Plus, was Nahrung angeht. Jetzt machen wir Plus, okay. Wir sind auch auf Suppe, das ist ja der normale Unterschied. So, hier geht's nochmal 30. Wie viel machen wir Plus gerade? 90 plus pro Tag. Ja, doch, kommt hin mit 3 Stück. Ja, kommt hin, okay. Okay. Das hier ist kalt. Hier sind aber auch keine Einwohner drin. Kohleabbau, Pause. Ich hätte gerne Baracken. Weil hier geht es wieder kälter um 2 Stufen, das heißt auf minus 60. Und da wäre ich gerne schon mal zumindest etwas vorbereitet. Die Londoner steigen nicht mehr, das ist gut. Das heißt, wenn wir so weitermachen, warte mal. Wir halten mal eine Predigt. So. Also ich glaube wirklich, was Hoffnung steigern angeht und Hoffnung halten, ist wirklich, Stahltrümmer sind erschöpft, okay, aber die Kohle kann auch abgeerntet werden, das ist gut. Ist wirklich, der Glaube, also der Zweck, sehr viel besser. So. So. Die Kranken sehen auch gerade gut aus. Es lässt sich, bleibt auf dem gleichen Level. Was ist das? Vereint durch den Glauben. Sir, heute Nachmittag gibt es einen Gebetsabend. Viele Einwohner sind gekommen, sie beten, aber es wird auch geredet und gelacht. Etwas so ermutigend habe ich schon lange nicht mehr in unserer Stadt erlebt. Es hat die Gemeinschaft wirklich enger zusammengebracht. So gut. Also ich sag wirklich, ich glaube, wenn ich Glaube früher genommen hätte, wär's besser geworden. So, die sind wieder am Schaffen hier. Also, Holz haben wir wirklich voll. Ich bin beeindruckt. Erforschen, nehmt die Rohstoffe. Großer Konvoi. Wir gehen zum großen... warte mal. Dafür brauchen wir einen Tag 16 Stunden, 8 Stunden, da 11 Stunden. Warte mal, ich will mal was testen. Wir brauchen 11 Stunden hierhin. Ob das dann kürzer ist, wenn wir dann so laufen. Einfach mal aus Testzwecken jetzt mal. So, also Holz haben wir gerade wirklich en masse. Das ist wirklich interessant. Die Kranken, also die sind ja noch im Pflegeheim, das ist ja gut. Ist dem Tode nahe, aber ein Spezialist im Krankenhaus kann vielleicht noch etwas tun. Krankenhaus wäre auch so eine Sache. Das machen wir, glaube ich, nach den Baracken. Nach dem Barack machen wir das Krankenhaus. Ja, das ist, glaube ich, das Beste. Weil wir haben aktuell, ich will es nicht beschwören, wir haben nur 2 Tote aktuell. Nur, in Anführungszeichen. Ist natürlich nicht schön, dass wir überhaupt welche haben, aber es ist leider so. So. Wir haben recht wenig Kranke im Vergleich zum letzten Mal, muss ich wirklich sagen. Was? Botschaft an den Mauern. Oh, Captain, jemand hat die Mauern der Stadt mit Botschaften beschmiert, die ihren Untergang vorhersagen. Die Hoffnung sinkt leicht, die Hoffnung sinkt leicht. Die Geistlichen, ja, macht das Ding weg. Ja, ganz leicht gesunkt. Was? Gesunken, so rum. Jetzt haben wir es. Schnelles Vorspulen wieder. Was jetzt? Ach, der Automatik kommt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Steht hier richtig, wir haben die Kohlemine jetzt erforscht. Das heißt, ich würde jetzt gerade gerne einmal, ich würde gern mal Rohstoff-Kohlemine. Moment, wo baue ich das Ding hin? Hier habe ich einmal was. Muss wieder drehen.
Ich würde es hier hinbauen. Einmal. So. Na, komm schon. So, Dampfkern haben wir verwendet das erste Mal. Ja, macht nichts. Falsch. Automaton ist aktiv, okay. Also ich überspringe das jetzt heute, weil wir kennen das ja alles schon. Zumindest das, was wir schon kennen, überspringe ich. Wenn es jetzt was mit Glauben zu tun hat, dann lasse ich das noch. So. Kohle sieht auch noch gut aus. Hier können nur 2 Leute rein. Und dann können wir das Gesetz verabschieden. Was haben wir jetzt hier? Der Tempel. Wir werden ein prunkvolles Zeugnis für die Hingabe unseres Volkes errichten. Es wird die Hoffnung in den Herzen der Gläubigen entfachen und die Zweifler umstimmen. Neues Gebäude der Tempel, der besteigert die Hoffnung. Londoner finden mitunter auf den richtigen Weg zurück. Die Unzufriedenheit wird gelegentlich leicht sinken. Neue Fähigkeit, die Festpredigt Tempel steigert die Hoffnung und lindert die Unzufriedenheit. Würde ich jetzt noch nicht sagen. Glaubenshüter. Oh Gott. Inquisition lässt grüßen, ne, Leute? Sieht so ein bisschen aus danach. Also, Schwarzgutten. Hat so ein bisschen was, klingt so ein bisschen danach. Also, ich sag mal so, Ordnung hat so ein bisschen was damit zu tun in Sachen SS. Und Glauben so ein bisschen was in Richtung Inquisition, habe ich das Gefühl. Neue Fähigkeit, neues Gebäude, Glaubenshüter. Du kannst Glaubenshüter bitten, Proteste aufzulösen. Fragt sich nur wie. Neue Fähigkeiten, nächtliche Prozession. Bringe die Unzufriedenheit, Glaubenshüter. Du musst einen Sitz für den Glaubenshüter bauen, die Unzufriedenheit steigt. Okay, das würde ich nicht sagen aktuell. Ich würde sagen Tempel, Haus der Heilung. Na. Ich würde mal sagen, wir bauen vielleicht ein Wirtshaus. Das klingt doch mal schön. Wirtshaus ist aber natürlich wieder groß. Hier verbaut man sich. Habe ich mir eigentlich Platz verbaut mit dem Ding hier. Ich baue es jetzt trotzdem dahin. So. Dann einmal. Nee, brauchen wir nur 16. Wir haben jetzt da 11 Stunden gebraucht, das heißt 16, 16, ja, 21. Ja, also 27 Stunden, das heißt auch, ja, im Grunde genommen hat sich nicht viel geändert. Ja, ich glaube, das nützt nicht viel. Also ich glaube, es nützt nicht viel, wenn man auf den gleichen Wegen wandelt dann. Das nützt, glaube ich, nicht sonderlich viel. So, Automaton. Du stehst hier untätig rum, das gefällt mir nicht. Du baust bitte da was ab. Baracken. Wichtig. Baracken, sehr wichtig. Also, was ist gerade kalt? Das ist gerade sehr kalt, das heißt einmal zack. Dann einmal zack, 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 zack. Hier einmal komplett Grundaufrüstung, zumindest fast. Wir haben keinen Stahl mehr. Ja. Aber Stahl kommt auch wieder rein. Wie viel kommt Stahl plus pro Tag? 96. Ist noch gut. So, Pause. Krankenhaus wollte ich als nächstes machen. Wir brauchen 20 Stahl. Verdammt. Sollte aber, glaube ich, schnell kommen. Ja, jetzt. So. Oh, Kohle ist voll. Verdammt. Wir bräuchten ein Lager. Rohstoffdepot. Wo bauen wir das jetzt hin, ist die Frage. Ich würde sagen hier, oder? Ja, hier passt eigentlich perfekt hin. Baut das Rohstoffdepot. Krankenhaus, wichtig. Sehr wichtig, 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 wichtig. Krankenhaus ist wichtig. Wo baue ich das hin? Ich könnte es dorthin bauen. Ich könnte es hier bei der Kohleproduktion hinbauen.
Ich würde es hier hinbauen, weil dann ist es noch im Bereich vom Dings. Von dem hier. Vom Schrein. So. Ist das Rohstoffding jetzt gebaut? Komm, bau dich. Und da lag er mit Kohle ein. Anpassung. Schnaps. Hear me. New law in the city. Und dann einmal Pause. Geistig soll das Ding entfernen. So. Ich hätte dann jetzt gerne einmal... wie sieht das aus? Das sieht gut aus. Automat, und du baust mir bitte die Kohle ab. Erforschen. Nehmt die Kohle. Kohlemine ist wichtig. Muss ich gerade mal drehen. Das sichert uns dann nämlich die Kohle. Verbürgel der Geistlicher. Wir brauchen Glaubenshüter, um die Straße zu sichern. Wir werden für ihn und seine Angreifer beten. Die Hoffnung sinkt leicht an. Wir brauchen Glaubenshüter, um zurückzuschlagen. Ja, Straßen zu sichern. Nur um zu sichern, Leute. Wie lange habe ich Zeit, bis zu bauen? 3 Tage. Okay. Wirtshaus. Ich habe nichts verfügbar. Wo bräuchte ich denn keine Leute aktuell? Wo bräuchte ich denn aktuell keine Leute? Aber brauche ich aktuell keine Leute. Ich packe jetzt mal hier kurz eine raus, damit ich diese Quest erfüllt habe. So. Die Londoner steigen wieder, die Tendenz zumindest. Dann tue ich die wieder rein. Jetzt haben wir gerade mal ganz kurz Einbruch gehabt. Das war auch wahrscheinlich die beste Lösung. Ich hätte vielleicht gerade mal hier, da kann ich was rausnehmen. Wieso nehme ich beim Dings was raus? War doch idiotisch von mir. So, die ganzen Palliativpatienten sind jetzt wahrscheinlich dran, oder? Nee, doch nicht. Diese Person ist todkrank, wird aber behandelt. Okay, das sind dann wahrscheinlich... Wie viele Leute sind hier drin? 9. 10 von 10 Leuten. Okay. Auf einer Expedition. Warum ist er auf einer Expedition, wenn er krank ist? Das verstehe ich gerade nicht. Das Pflegeheim soll doch eigentlich dazu dienen, die Leute gesund zu lassen, oder? Die halt gesund sind. Wenn der von der Expedition zurückkehrt, wird er dann geheilt oder wie? Ich hoffe mal. Das wäre nämlich blöd, wenn nicht. Ich gebe mal Essen aus. Dann werden die ganzen Leute schneller gesund. Wir haben hier gerade mal genug Nahrung zur Abwechslung. So. Brauchen wir noch irgendwas Neues? Ich würde sagen, ich nehme das Sägewerk wieder in Betrieb, wenn ich soweit ich habe. Oh, jetzt machen wir aber Plus, Leute, hier. Jetzt gibt's hier aber Plus. Da ist nicht mehr viel übrig, okay. Das macht dann wahrscheinlich auch nicht mehr so sonderlich viel, aber jetzt gibt's hier Plus, Leute. Also hätten wir so eine Kohle Stärke. Oh, wir haben nicht genügend, warte mal. Man sollte nicht so zimperlich sein. Ich würde sagen, wir sparen auf die nächste Stufe. Weil aktuell habe ich hier nichts, was ich gerne hätte. Wir sparen auf 100 Holz und 50 Stahl. Sollte man ja eigentlich wieder halbwegs schnell haben, zumindest, hoffe ich das. So. Ja. Ich würde gern mal wieder, hier sind 600 drin, da sind 200. Ich würde das mal gerne wieder in Betrieb nehmen. Und sobald die 14 Dings hier abgebaut sind, würde ich auch gerne wieder dann das hier abreißen. Und die restlichen 5 dann hier reinpacken.
Was man machen könnte, wäre das hier, weil dann haben wir wieder weniger Arbeitskräfte, also mehr Arbeitskräfte, die wir brauchen. Wir haben dann immer 15 Leute wieder plus, die wir woanders reinstecken können. So, hier werden doch Leute behandelt, richtig? Erforschen. Nur die gelagerte Kohle nehmen. Und dann zur Stadt zurückkehren. So, hier sind doch, wie lange brauchen die Patienten hier noch? Etwa 4 Stunden, etwa auf dem Weg zur Behandlung, okay. Auf einer Expedition. Warum sind die dann hier aufgeführt? Es sind 5 Leute. Die sind dann die hier wahrscheinlich. Muss man das verstehen? Ich glaube nicht, warum die jetzt auf einer Expedition sind. Hier, keine Ahnung. So. Das ist gut, das ist aus. Das können wir abreißen. Und dann hier reinpacken wieder. Die zumindest. Und dann 5 Leute dahin. Und dahin. So, Leute. Ich würde aber sagen, also es sieht sehr, sehr gut aus. Es sieht wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Wir haben alles irgendwo im Überfluss. Kohle haben wir jetzt gerade im Überfluss. Holz, ja gut, okay. Produzieren wir gerade aktuell nur mit einer. Stahl geht, Nahrung geht. Kranken kriegen gerade den Griff. Wir haben 22 freie Betten. Also aktuell, ich kann mich nicht beschweren. Jetzt wird es gerade kälter. Ich würde sagen, das machen wir gerade nochmal rein. Mal gucken, wie es dann aussieht, weil das sieht so, ja. Es wird um 2 Stufen wird's kälter. Was wir machen könnten, wir könnten sagen, wir upgraden noch diese paar hier. Jetzt reicht es natürlich genau für das hier nicht. Für das letzte reicht es jetzt nicht. Wollte mich verarschen. 20 Holz, 10 Stahl. Ja, toll. So, einmal bitte upgraden. Wir haben ganz, ganz wenig Kranke nur noch. Das ist sehr, sehr gut. Kerzen für die Sünder. Ich freue mich, das zu hören. So, die Einwohner lassen sich von den Parolen der Londoner nicht mehr beunruhigen. Gruppengebete haben unsere Gemeinschaft gestärkt. Es wurden immer mehr kleine Kerzen unter den Parolen aufgestellt. Die Einwohner lassen sie dort stehen, wenn sie für die Seelen der Londoner beten. Ist nett. Sehr nett. Okay. Wir könnten nochmal eine Predigt und ein Dings abhalten. Jetzt steigen die Londoner zumindest nicht mehr. Schon mal gut. Zusätzliches Dings hier. Wir haben da 4 Patienten noch drin. Das sind dann wahrscheinlich die aus dem Pflegeheim. Ne, sind sie nicht. Ich würde jetzt gerne gucken, wie kalt es dann wird, wenn es jetzt... Es ist kühl. Hier drin ist kühl. Es liegt an den Baracken. Wenn ich das jetzt noch upgrade, dann sollte es eigentlich theoretisch gesehen funktionieren. Moment mal. Zack. Hier ist natürlich kalt jetzt. Das ist natürlich... Ja, blöd. Ich habe ja schon die Wärmedämmung drin. 60 Grad ist aber halt einfach zu kalt. Hier auch. Das heißt, ich brauche das Holz eigentlich. Was bringt die nochmal an Holz mit? 141, das reicht. Ich pack die hier raus. Weil das wird mir sonst zu heikel. Hier auch. Ich lasse nur noch 1 laufen. Der Automato, den juckt die Kälte ja nicht, das ist ja gut. So. Hier ist es zu kalt, Kinderheim. Schlecht. Was wir machen, wenn ich sobald, was machen könnten, wäre die verbesserte Heizkörper. Aber das kümmern wir uns in der nächsten Folge drum, Leute. Ich würde sagen, ich bedanke mich hier fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Bis dahin. Ciao, Leute.